Willkommen zu Frequent Toilet TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Freitag war ich leider Erkältung. Keine Ahnung, Stimme ist noch ein bisschen, aber wir arbeiten hart dran hier in Kalifornien. Ja, Thema 1, Lufthansa stoppt das Bleeding von den innerdeutschen Strecken. Man will jetzt, nachdem die Entlastungen da sind, schauen. Gucken wir uns an. Aufgabe Gepäck und Express Rail. Man baut bei Lufthansa die Partnerschaft mit der Deutschen Bahn aus. Etihad Promotion, die geben 50% Bonus bis zu, muss man sagen. Arco hat natürlich auch einen Bonus. Die haben Black Friday Sale, 40 bis 50%. Dann gibt es eine Verschärfung des Gesetzes. Wer in Flughäfen Quatsch macht, Drohnen, aber auch Blockaden, kriegt sie nicht nur mehr auf die Finger, sondern muss auch richtig zahlen. Und ja, und schwuppsdiwupps war es bei TAP wieder 3, die sich um die Bude klöppten, wie das so schön heißt. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und diskutiert rege auf School. Ja, die Bundesregierung will ja zum 1. Juli 2026 die Ticketsteuer aussetzen und beziehungsweise senken, um ganz genau zu sein. 350 Millionen Euro soll das Ganze bringen. Die Lufthansa stoppt den geplanten weiteren Rückbau der innerdeutschen Strecken. Da sind, glaube ich, so Strecken wie Paderborn oder sowas, was man wieder fliegen will. Keine weiteren Streichungen im Sommerflugplan. Heißt also Fokus auf Stabilisierung statt auf Schrumpfung. Die Strecke Münster-Osnabrück, München bleibt entgegen früherer Pläne erhalten, war also nicht Paderborn. Sorry. Auch Dresden, Bremen, Hannover sowie Eurowings bleiben ohne weitere Einschnitte. Seit 2019 ist der innerdeutsche Flug um 50% weggebrochen, natürlich auch Corona-bedingt. Dann komplett verloren ist Friedrichshafen und Paderborn, nämlich so war es nämlich genau richtig. Sorry, da hatte ich das falsch memorized. Und insgesamt gibt es 24 innerdeutsche Strecken, die gestrichen worden sind. 7 von Lufthansa, 17 von Eurowings. Die Zitate von Lenz Jenselmann-Ritter wollen wir euch nicht vorenthalten. Der CEO von Lufthansa sagte, wir werden im Sommerflugplan keine weiteren innerdeutschen Strecken streichen. Und Carsten Spohr, implizit durch Kontext der Entlastungsforderung, sagte Forderung nach politischer Unterstützung für die Netzerhaltung. Also das heißt, dass wir da halt implizit das Ganze haben durch den Kontext. Ja, man muss natürlich sagen, dass natürlich die Lufthansa da auch nicht irgendwelche beliebigen Preise verlangen kann. Das ist natürlich auch so ein Thema, da muss man halt auch mal schauen. Und natürlich hoffen wir, dass die Entlastung von 350 Millionen 1:1 an uns weitergegeben werden. Naja gut, wir träumen einfach mal so ein bisschen. Und die Entlastungen führen auch nicht zu einem Ausbau, sondern einfach nur, dass man gestoppt hat, das Draining, dass die Leute halt die Strecken streichen bei Lufthansa in der Planung. Nutzer sind natürlich Zubringer für die Flüge für Frankfurt, München und so weiter. Also das heißt, das macht schon durchaus Sinn. Ich denke mal, dass das Ganze eher so eine Symbolpolitik ist und viel Tamtam und Lärm um nichts. Aber da könnt ihr auch gerne mal antworten. Sollte Deutschland innersteuerische Flüge generell reduzieren und voll auf ICE-Zubringer setzen? Oder gefährdet das die internationale Anbindung ganzer Regionen? Schrägstrich, die Deutsche Bahn ist ja leider auch nicht so zuverlässig. Und da sind wir auch schon elegant beim nächsten Thema, und zwar Aufgabe Gepäck Express Rail. Lufthansa führt halt Gespräche mit der Bahn wieder über integrierte Aufgabe-Gepäckprozesse. Ziel ist es, zum Beispiel an Flughäfen wie Hamburg oder Köln, und war da nicht mal was, das haben wir doch schon alles gehabt, Gepäck aufzugeben und dann mit dem ICE zu fahren. Und ja, finde ich auch spannend. Bereits 500.000 Passagiere nutzten in 2024, 2025 LH Express Rail. Man möchte das Ganze auch erweitern um eine ÖPNV-Einbindung in 2025. LH fordert weiterhin ICE-Anschluss für den Münchner Flughafen, logischerweise, weil das macht ja auch durchaus Sinn. Und leider ist aber die Zuverlässigkeit der Bahn hier so ein Thema, wo man ehrlicherweise sagen muss, ja, ist etwas problematisch. Ja, ideal wäre natürlich, dass man in Hamburg oder Köln am Bahnhof das Gepäck eincheckt und dann wieder am Zielflughafen entgegennimmt. Aber die Gefahr, dass man
vielleicht mit dem Zug nicht ankommt. Also nicht nur, dass das Gepäck nicht ankommt, sondern man selber nicht ankommt, ist natürlich blöd. Und ich denke mal, dass die Lufthansa sich leider dann dazu durchringen muss, dass sie die Verantwortung übernimmt von A bis B. Also nicht, dass man sich mit der Bahn rumärgern muss oder sowas. Und ich sage jetzt mal, ist schon schöner in der Senator oder in der Horn Circle Lounge zu sitzen und auf den Flug zu warten, als im ICE, der auf der Strecke stehen bleibt. Also hier könnt ihr die Frage auch natürlich beantworten, würdet ihr euer Gepäck lieber am Bahnhof abgeben oder bleibt ihr lieber beim klassischen Check-in am Flughafen? Better safe than sorry und better extrem schlepping und selber schwitzen. Ja, TAP Airlines, die sind ja zum Verkauf, da gibt es ja keine zwei Meinungen. Und zwar ist es so, dass die Air France, KLM, Lufthansa ja mit dabei sind schon. IAG ist auch wieder dabei. Portugal will halt die 49,9% verkaufen, noch 5% an die Mitarbeiter geben. Und LH ist ja mit ITA beschäftigt, IAG gilt halt als weitere Option, die das machen. Die sind ja gescheitert mit der Air Europa. Und vor allem ist es so, dass die IAG ja auch geringe Überschneidungen hat mit dem Brasilien-Netz selber. Bis Ende April, glaube ich, sind die. Angebotsschreibungen sind bis April abzugeben und die Entscheidung ist dann im Frühsommer. Carsten S. sagte ja, unser Ziel ist es, die globale Anbindung Portugals zu stärken, die portugiesische Identität von TAP zu bewahren und das Wachstum der Airline nachhaltig zu sichern. Gibt es im Lufthansa-Konzern nicht eine Fluggesellschaft, die gerade vielleicht nicht so, aber gut, wollen wir ja nicht so drauf eingehen. Ja, wer ist aus eurer Sicht der beste Eigentümer von dem Trio oder zumindest Teileigentümer? Lufthansa, die TAP zu übernehmen oder dann halt British Airways in Form von IAG oder die Freunde von SkyTeam, heißt also Air France KLM. Was ja zu viel Verdruss geführt hat, sind die Leute und Freunde, die sich an Flughäfen nicht nur anketten, ankleben oder Flugzeuge beschmieren oder mit Drohnen, jetzt in letzter Zeit ja auch so ein Thema, unabhängig jetzt, wo die Drohnen herkommen. Es ist so, dass man jetzt dieses Eindringen in den Sicherheitsbereich mit Strafen bis zu 2 Jahre Haft, bei gefährlichen Gegenständen bis zu 5 Jahre, bereits der Versuch ist strafbar. Die Drohnenabwehr-Bundeswehr darf künftig unterstützen. Und die Vereinigung der Flughäfen fordert schnelle Umsetzung und verlässliche Technik. Der ADV lässt sich auch zitieren, Aktionen wie das Festkleben auf Rollbahnen sind keine Bagatelldelikte, sondern gefährden Menschenleben. Das ist korrekt. Leider, oder Gott sei Dank halt nur die, die da sich festkleben, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja, auch die Bedrohung der Drohnen hat ja zugenommen. Sollten Klimaaktivisten im Airport-Bereich härter bestraft werden oder geht die Regierung hier zu weit? Da bin ich mal gespannt, wie ihr das seht. Was ihr natürlich geil findet, ist Black Friday-Angebote und so ist es hier, dass es bei Etihad bis zu 50% Rabatt gibt auf Punktekauf. Bei Etihad Guest-Meilen 30% sind 10.000 bis 20.000 Meilen die Bonusstufe, also 30% mehr. Wer mehr als 21.000 bzw. 40.000 kauft, kriegt 40% und ab 41.000 Meilen gibt es 50% Bonus. Kaufobergrenze ist 200.000 Meilen für alle Normalsterblichen. Platin-Kunden können 300.000 kaufen. Und Preis ist 1,5 Cent pro Meile, wenn man 30% Bonus sieht. Hintergrund, Etihad erlaubt Upgrades in the Residence gegen Cash, also diese Hybridstrategie, das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Wenn man natürlich die alten Boni sieht, dann ist das nicht so ganz interessant, was da ist. Der Wert der Etihad-Meilen ist stark abgegangen nach unten, also das heißt gegen No Value. Und da muss man natürlich gucken, aber es hängt halt von den konkreten Strecken ab. Da müsst ihr halt aufpassen, welche Strecken ihr nehmt. Partnerverfügbarkeiten und dann natürlich die Residence Upgrades. Das sind so Sachen, wo man sagt, once in the lifetime, da würde ich jetzt nicht so ganz so knallhart sein, aber würdet ihr Meilen kaufen, um zum Beispiel in der Residence zu fliegen, oder lohnt sich Etihad aktuell gar nicht mehr aus eurer Sicht? Da bin ich mal gespannt. Wer bei Accor übernachtet, der kann Black Friday 40 bis 50% Rabatt bekommen auf Hotels in Nord- und Südamerika. Reisezeitraum 19. Dezember bis 18. Dezember 2026, also ein Jahr. Buchungsfenster Signature ab 23.11., Mitglieder ab 24.11., Nichtmitglieder ab 27.11. Ende der Aktion ist der 3. Dezember.
Raten sind prepaid, nicht stornieren, nicht änderbar. Deshalb denkt dran, wenn ihr das macht, dass ihr das nur macht, wenn ihr wirklich einen Use Case habt und nicht da was ändern wollt. Ja, die Raten sind halt sehr okay, weit auch verfügbar. Aber denkt wirklich dran, vor allem wenn man halt in so einem Jahr im Voraus bucht, dass man da natürlich sicher sein sollte, dass man das macht. Braucht ihr Non-Refundable Rates, wenn ihr 40, 50, also bucht ihr Non-Refundable Rates, wenn ihr wirklich sicher seid, mit 40, 50% Rabatt, oder ist euch Flexibilität wichtiger? Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und dann nochmal die Frage des Tages, die ihr haben solltet, die ich euch geben sollte. Nein, wie heißt es? Die ihr beantworten solltet. Sollte Deutschland innerhalb Flüge durch ICE-Zubringer ersetzen oder gefährdet das die Anbindung einiger Regionen? Und vor allem, würdet ihr lieber am Bahnhof einchecken, als selber zu schleppen, also den klassischen Check am Flughafen bevorzugen? Bin ich mal gespannt, was ihr für Gründe habt. Also bis dann, danke, dass ihr bei wart. Ciao, ciao.